Herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einem neuen Schritt-für-Schritt Anleitungsvideo. Es wurde sich gewünscht, wie man eine Kuh malt. Ja, und da fange ich doch heute glatt mit euch mal an. Jetzt nach Ostern kommen ja langsam die Kühe wieder auf die Weiden und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich eine Kuh malen würde. So, wir starten frontal. Wie immer mit einfachen Formen. Ich versuche mal, euch noch ein bisschen größer zu machen. So, gucken wir mal. Ihr beginnt mit einem Kreis. Wir brauchen nur den oberen Teil des Kreises. Ihr könnt auch den unteren Teil dann weglassen. Also dieses Stückchen brauchen wir gleich nicht. Aber um es in einfachen Formen zu machen. Ein Kreis. Ihr zieht euch hier an den breitesten Stellen ein wenig einen Strich nach unten. Ja. Und führt diese beiden Striche zusammen und verbindet die. Das können wir auch gleich so ein bisschen halbrund machen. Da kommt nämlich die Schnute von. So, nun ist es gar nicht so schwer. Haben wir im Grunde schon unsere Grundkopfform. Ja, wenn man das ein bisschen übt, kann man das nachher auch zusammenmalen. Dann geht es weiter. Wir setzen uns die Schnute von der Kuh rein. Und diesen unteren Teil, den nutzen wir sozusagen gleich als Maul. Ansonsten hat eine Kuh so eine Art eckigen, ja, man würde den hier so weitermalen, eine Art eckige Schnute. Und da muss man hier wieder die kleinen Ecken wegnehmen, das untergemalte. So würde das aussehen. Und an den Punkten hier oben ziehen wir uns schräg nach außen eine gedachte Linie. Da können wir nämlich gleich ein bisschen die Augen hinsetzen. Da, wo das endet, von hier nach da, da kommen die Augen hin und die haben große Augen. Da malen wir uns mal große, dunkle Augen hin. Diese Linien nehme ich jetzt nochmal weg, zusammen mit der Linie. Die nehme ich zumindest in der Mitte so weg. Und jetzt ziehe ich mir hier den Nasenrücken so ein bisschen, nur so ein bisschen hier hoch. Dann kann man sich das so ein bisschen denken, da ist der Nasenrücken von der Kuh. Die Kuh hat große, dunkle Augen und immer sehr lange Wimpern. Ne? Kühe haben diese unfassbar schönen, langen Wimpern. Die könnt ihr hier hinmalen. Genau. Dann haben die große Nasenlöcher und zwar denkt euch einfach eine 6. Ihr malt hier eine 6 hin und habt euer Nasenloch. Und auf der anderen Seite spiegelverkehrt habt ihr auch euer Nasenloch. Und so langsam nimmt sie schon Form an, das Gesicht der Kuh. Die ist vielleicht hier, diese Ecke ist ein bisschen zu eckig. Die würde ich jetzt ein bisschen runder machen. So. Genau. Dann geht es weiter. Da, wo die Augen sitzen auch die Ohren an. Große Ohren, die hier einfach so herauskommen. Die haben hier auch noch so einen Ohrensteg. Den kann man dann noch dran malen, wenn man das möchte. Und dann setzt man hier so einen inneren Teil eventuell noch dran. Und hier ist so ein bisschen schattig im Ohr. Das malen wir dann nachher ein bisschen dunkler. Genau. So, und dann geht es weiter. Haben die ganz oft einfach hier so eine bisschen Haar und Struktur und so eine Puschelfrisur. Na? Euch bleibt es dann überlassen, wie ihr die malt, in welcher Farbe, ob die braun sind oder gefleckt oder wie auch immer. Na? Hier von den Augen her kommt das dann so ein bisschen. Da malen wir nachher wieder mit Schatten das Ganze. Hier so runter. Genau. So. Kühe haben keine Hörner, soweit ich weiß. Wenn ihr ein Rind malen wollt, dann malt ihr hier einfach noch ein Horn hin. Aber soweit ich weiß, haben Kühe, glaube ich, keine Hörner. Wenn ich mich richtig entsinne. Und schon ist euer Kopf fertig. Gar nicht schwierig. So ein bisschen größer machen. Dann haben sie immer hier so einen Hautsack. Den kann man so ein bisschen andeuten. Und der Körper, der geht dann von hier weg. Je nachdem, ob es eine dicke Kuh ist oder nicht so dick.
So, das wäre so der Frontalanblick. So könnte man schon eine Karte gestalten. Wenn man die jetzt hier so zu sich denkt, seine Karte, dann wäre das jetzt schon ein fertiges Bild, ne? Wir können die Kuh allerdings auch noch weitermalen. Zum Beispiel, machen wir hier jetzt runter, kommen hier vorne die Beine raus. Ich schiebe euch ein Stückchen höher, damit ihr das seht. Die Knie sind immer so ein bisschen dicker bei den Kühen. Weil ich mich da dran erinnerte, haben die immer so ein bisschen geschwungene Knie. Und ja, ich würde jetzt hier ganz einfach Hufe malen, indem ich hier so ein U-Form male. Ja, da mache ich jetzt kein. Das ist nicht realistisch, wie ich es male, nur so wie ich halt eine Kuh malen würde. So, und hier hinten haben wir dann den Bauch. Und hier kommen dann die anderen beiden Beine auch noch mal ein bisschen runter. So ein bisschen kürzer, ne? Der Bauch verdeckt den Rest. Bei einer Kuh würde jetzt hier noch das Euter hängen. Aber ich habe ja ein Rind gemalt. Und nicht zu vergessen, von der Seite her kommt hier unten einfach der Schwanz, mit dem sie so auch umherschlagen können. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hoch. Ein bisschen kürzer machen. So würde ich jetzt eine Kuh von vorne malen oder ein Rind. Wenn ihr das Ganze von der Seite haben wollt, nehmt ihr den gleichen Kopf im Grunde, guckt die euch an. Ich nehme das jetzt mal hier so, male den hier schon mal so runter. Setze mir hier gedacht meine eckige Schnute dran. Hier kann ich noch das Maul drunter setzen. Ich mache das jetzt nur so ganz grob, ne? So, und dann haben wir hier wieder Nasenlöcher, die großen Augen. Die sind sehr weit außen bei einer Kuh. Hier ist der Steg. Die großen Ohren. Sehr große Ohren haben sie immer. Genau. Und hier die Frisur. Und schon, die sieht schon ganz anders aus wieder als die, ne? Es ist faszinierend, wie unterschiedlich die sich entwickeln von ihrer Art her. Ja, aber das bleibt euch ja überlassen. Könnt ihr gucken, übt das, ne? Genau, und jetzt mache ich den Seidenkörper. Da gehe ich jetzt einfach hier vom Hals runter, rüber. Dann gehen die Kühe wieder so ein bisschen hoch. Mache hier hinten den Po. Da kommt dann auch der Schwanz raus. Schön rund. Und dann geht hier der Oberschenkel. Beginnt hier. Das Knie. Und hier ist dann wieder der Huf im Grunde. Und ja, hier würde ich jetzt, ist eine magere Kuh. Hier würde ich jetzt den Euter hinmalen, wenn ihr es von der Seite haben wollt. Und aus dem Euter heraus kommt der Körper nach vorne. Und hier würde jetzt noch mal so schräg der zweite Fuß hinkommen. Das müsste ein bisschen größer. Ich kann es nicht gut von der Seite malen. Ich würde den immer wieder nur so von vorne malen. Das ist einfacher für mich. So. Irgendwie sieht sie komisch aus. Aber gut. Zu kurze Beine.
Ja, und vorne, da kommt sie runter. Haben hier so ein bisschen Hautzacken, ne, ganz oft. Und ich kriege das nicht hin. So in etwa. So in etwa. Sind die vorderen bald noch schöner geworden als die hinteren. Die sind ein bisschen krummelig. Gucke ich noch mal, kriege ich das noch mal besser hin für euch. Mal schauen. Also, hier kommt der Oberschenkel raus. Dann macht er so einen Knick. Und dann geht das wieder nach vorne. Ich glaube, so ist es besser. Genau. So sieht es besser aus. Und dann kommen hier jetzt die Euter dran. Unter dem Bauch. Und hier würde jetzt der gleiche Fuß nochmal kommen. So in ungefähr. Ihr seht schon, ich male das öfter, ich habe auch Probleme damit, ne? Also, macht euch es einfach, nehmt nur einen kleinen Ausschnitt. Den Kuhkopf, den kriegt ihr alle hin, ja? Das muss nicht sein. Oder macht ein großes Gras hin oder einen Zaun, wo sie so rüber guckt, ist ja auch nett, ne? Man muss nicht diesen komplizierten unteren Teil machen. Aber malt euch einen Zaun hin und die Kuh guckt drüber. Auch gut, da muss man sich nicht mit diesen komplizierten hier auseinandersetzen. Hauptsache das Gesicht und das kriegt ihr hin. Ja, und das machen wir jetzt mal zusammen. So, ihr Lieben, Kuhkopf. Als erstes, ich habe mir hier ein Stückchen Papier geschnappt. Das ist das Aquapad von Clairefontaine. Das hatte ich hier noch liegen von meinen Osterkartenzuschnitten und das nutze ich jetzt mal. Dann will ich jetzt einfach mal einen Rand setzen. Ich will hier so eine Art Rahmung machen. So. Genau. Okay, und dann, ich glaube, ich mache das tatsächlich so, dass ich mir hier noch so eine Art Zaun hinmale, wie ich das vorhin hatte. Dann werde ich hier einfach mal so eine Latten machen. So. Da guckt meine Kuh dann rüber. Und jetzt fange ich an. Und hier möchte ich gerne sozusagen, dass das Maul endet. Dann werde ich mir das hier jetzt schon mal hinmalen. Ich fange wieder an. Wie gesagt, wir machen den Kreis. Ich setze hier den oberen Teil mal hin. Und mache den jetzt aber nicht zu Ende, sondern so, wie wir eben das schon gemacht hatten. Na, ihr erinnert euch. Und hier ist das untere Maul und ich mache jetzt hier drüber den oberen Teil, den eckigen Teil von Kuhkopf. Setze ich hier hin. Also das ist wie so ein Rechteck mit abgerundeten Seiten. Und führe dann jetzt meinen Kopf hier runter und ende
sozusagen Ende jetzt hier. Dann, wie gedacht, von der obersten Ecke bis zur hier schräg hoch, da sind unsere Augen. Die setze ich mir hier hin. Lichtpunkt, dunkle Augen. Hier Lichtpunkt, dunkle Augen. Die Wimpern. Und mache mir den Nasensteg. Denke mir den jetzt hier mal so hoch. Im Grunde malt man gar nicht den Nasensteg, sondern den Schatten, der hier hinter ist. Na, dadurch kommt das erst so ein bisschen. So, hier haben wir das große Nasenloch. Das so ein bisschen weg. Die kann ruhig noch größer sein. Ja, so ein bisschen übertrieben Comic-Art. Also richtig hier. Jo, und dann von hier an die Ohren. Große. Kuhohren. Auch wieder der Schatten. Und dann hat die Kuh noch so eine schöne Frisur hier. Und da wir kein Euter sehen, können wir hier auch tatsächlich noch Hörner dran malen. Hier ist das Fell so ein bisschen. Genau. Und ich male jetzt. Die Kuh guckt hier richtig dick über den Zaun rüber. Ja, so wäre sie, die Kuh. So, starte hier mit den Ohren. Richtig große Ohren. Ist aber noch ein bisschen größer als die Originalen. Malt ruhig so ein bisschen Fellstruktur hier. Ach, die wird doch süß. Ja, immer in so kleinen Strichlein. Umso natürlicher wirkt das. Wie Fell. Süß.
Auch hier den Zaun, den mache ich so ein bisschen holzig. Mit Astlöchern. Super. Super, süß. So, das lasse ich jetzt mal einen Moment trocknen, bevor ich radiere. Nicht, dass ich mir noch was verwische. So. Am Zaun stört mich das nicht, wenn da noch Bleistift ist, das passt da ganz gut zu. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ich habe hier noch so ein paar Farbreste. Wie immer sind die ganz schön, um Schatten zu setzen. Mal gucken. Ich fange erstmal mit dem Hintergrund an. So, dazu nehme ich hier meine Fumui-Pinsel und mache mir erstmal den Hintergrund nass. Ich will da so ein paar Wolken einfach rein haben, nichts Dolles. Aber dazu muss es einmal hier schön nass werden, damit ich einen schönen verschwommenen Hintergrund habe. Genau. Ohne Pfützen, einmal feucht. Und dann gehen wir einfach hier mit ein bisschen Blau hinein. Malt es ein bisschen wolkig, in so kreisenden Bewegungen. Dann habt ihr das gleich, so wie ihr es haben wollt. Muss hier auch nicht genau an die Kanten ran. Ja. Könnt auch gerne ein bisschen weiß lassen dazwischen. Und habt dann schon einen wunderschönen blauen Himmel. Wenn der nicht schon mal gut aussieht. Super. Hier unten können wir dann noch mal den Zaun machen. Ich nehme hier einfach mal erstmal so einen hellen Grauton. Und setze da jetzt noch mal ein bisschen Braun hinein und lasse das laufen. Ja. So, das kann jetzt erstmal einen Augenblick kurz trocknen. Und dann schauen wir mal, wie wir die Kuh weitermalen. Kleinen Momentchen eben.
So, bevor ich weitermale, möchte ich euch noch mal zeigen, ich habe hier einfach mal nach Kuhköpfen gegoogelt und ihr seht schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt die hier auch so ganz außen schwarz machen. Auf jeden Fall werde ich ja eine rosane Schnute machen und ein bisschen rosa in den Öhrchen. Und es bleibt euch überlassen, ne? Braune Kühe, wie immer ihr das hier gestalten wollt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was die Kühe, ne, um die Augen rum schwarz und. Also, ihr könnt da richtig kreativ werden und, ja, ich mache da jetzt nicht so viel schwarz an die Kuh dran. Ich gucke mal. Aber tatsächlich sehe ich auch, dass die Flecken durchaus richtig krass abgegrenzt sind, ne? Also, das ist ja auch ganz spannend. Es ist nicht so ein verlaufender Farbton, sondern richtig abgegrenzt. So, ich fange jetzt mal an. Die Frisur wird auf jeden Fall schwarz. Also das ist bei mir schon mal ganz klar. Oder grau, dunkelgrau, muss man gucken. Was habe ich hier für einen Farbton? Auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Mausgrau. So, das lasse ich hier einfach so laufen. Das tupfe ich hier rein. Und hier oben an den Öhrchen mache ich das auch. Die wird bei mir also hier oben dunkler. Ja, das mag ich leiden. Dann gehe ich ein bisschen im Wasser. Mache hier unten ein zarteres Hellgrau hin. Und setze da jetzt gleich noch ein bisschen rosa hinein. Also das war mir schon zu viel. Nochmal wegnehmen. Ja, das passt ganz gut. Mache ich hier auch am Kopf ein bisschen runter. Ja. Hier vielleicht noch so eine Fleck. Ach, das wird süß. So, und dann hatte ich ja vorhin gesagt, Schatten setzen. Also die hat dann hier auf jeden Fall an der Seite ein bisschen dunkel und hier unten drunter ist ja auch noch ein paar Schatten. Das sollen aber keine Kuhflecken sein, es sollen Schatten sein. Deshalb nehme ich die so ein bisschen, mache ich die ganz weich hier mit einem nassen Pinsel und verziehe das. Das sind nur so die Lichtschatten. So, und dann kann die Kuh hier durchaus noch mal hier so einen schwarzen Fleck kriegen. Den male ich so ein bisschen zackig. Hier vielleicht auch so ein. Hier unten. Dann male ich den hier auf der Stirn auch ein bisschen dunkler. Ich weiß immer gar nicht, ob die symmetrische Muster haben. Ich glaube nicht, ne? So, und dann wasche ich den Pinsel ganz bisschen aus und gehe mit dem dreckigen Graupinsel hier noch mal ein bisschen rein. Weil so richtig rein weiß ist die Kuh dann ja auch nicht. So. Okay, so, und dann hatte ich noch hier von meinem, ich weiß gar nicht, was ich gemalt habe, hatte ich hier noch rosa über. Ach, vom Schaf, genau. Von meinem Schaf habe ich hier noch ein bisschen rosa über und das ist genau die perfekte Farbe. Die nutze ich jetzt hier mal für die Öhrchen. Ups. Und für die Schnute auch ein bisschen rosa. Könnte sogar noch ein bisschen mehr Rot vertragen. Mal gucken. Ja. Und das Maul. Ach, das gefällt mir gut.
Mhm. So, und die Hörner. Ich habe auch so einen dreckigen Farbton. Da habe ich hier auch noch so ein Graubraun. Ich glaube, das ist genau der richtige Farbton fürs Horn. Ja. Mehr schwarze Abgrenzung hier. Bisschen dunkler. Mhm. So. So, man hätte ihr noch so eine Blume ins Maul malen können. Wäre auch nett gewesen, ne? Vielleicht mache ich das gleich noch mal gucken. Obwohl, eigentlich gefällt sie mir so, wie sie ist. Ganz gut. Ihr Lieben, meine Kuh. Ich klebe sie noch mal auf und dann melde ich mich wieder. So, ihr Lieben, da ist meine Kuh und ich habe mir gerade noch überlegt, ich werde hier einfach noch mal so ein paar Grashalme rausmalen. Weil die futtert ja gerade, ne? Das ist doch witzig. Was sagt ihr dazu? Ein bisschen Farbe noch ins Bild. Ein bisschen dunkles Grün hier reinsetzen, dann sieht das noch ein bisschen interessanter aus. So, super. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe eben nur noch hier ein bisschen Bleistiftschatten gesetzt unterm Auge. Und hier habe ich noch so kleine Strichlein angedeutet vom Horn. Ne? Das ist ja so ein bisschen diese gewachsenen Strichlein. Und mehr habe ich nicht gemacht. Dann habe ich es jetzt auf eine schöne blaue Karte geklebt, passend zum Himmel. Ja, und also mir gefällt sie richtig gut. Ich bin richtig glücklich mit dem Ergebnis. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmalen. Und ja, wem das Video gefallen hat, der lässt mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ja, übt, übt, übt. Ihr seht, ich kriege also Kuh von der Seite, würde ich nie malen, ne? Aber das war jetzt echt nicht schwer und das bekommt ihr auch hin. Ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi, eure Melanie.